Hallo Freunde und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute begeben wir uns wieder auf eine Zeitreise zurück in das geilste Jahrzehnt ever, zurück in die 80er Jahre. Ich habe wieder tolle Toys bekommen, Merchandise bekommen, das möchte ich euch hier präsentieren. Also schnallt euch an, legen wir los und gehen wir zurück in die 80er. Ja Leute, ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Ich möchte beginnen mit einem Video, was ich glaube, das war das vorletzte Video, was ich hochgeladen hatte. Da hatte ich einen Godzilla vorgestellt, so etwa in dieser Größe hier. Ja, wer das Video nicht gesehen hat, ich packe es am Ende nochmal in die Karten, in die Infokarten rein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und ich hatte dann einen Aufruf gemacht und habe gesagt, wenn ihr noch Godzillas im Keller, auf dem Dachboden, in der Sammlung vielleicht habt, die ihr nicht mehr braucht, die ihr austauschen wollt, was auch immer, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Und was soll ich sagen? Der Oliver hat es gemacht. Der Oliver hat mich angeschrieben und hat gesagt, hier, ich habe ein paar, die möchte ich loswerden. Hast du da Interesse? Und er hat mir Bilder mitgeschickt und ich hatte Interesse. Und die guten Stücke sind jetzt angekommen. Und ich zeige euch erstmal hier einmal einen Godzilla, den ich jetzt, wie gesagt, den ich auch in dem Video gezeigt habe, der aber ein bisschen unterschiedlich ist, ja, oder ein bisschen differenzierter aussieht. Der hier hat halt runde Schuppen, sag ich mal, ja, den ich jetzt vom Oliver bekommen habe und hat rote Krallenfüße, ja, und den ich hatte, der hatte keine rote Krallenfüße, der hatte halt neutrale Füße, meine ich, ja, und auf jeden Fall das Schuppenmuster war anders da, das war minimal verändert, der hatte so kleine Blasen in diesen Schuppen. Das hat der hier nicht, deswegen habe ich gesagt, okay, den hätte ich hier auch gerne. Ein wunderschöner Zustand, Schwanz beweglich, Kopf beweglich, ja, Arme beweglich, und das ist ja auch einer von Dormai von 1986. Den hat er mir geschickt. Stelle ich gerade mal wieder ab, mein lieber kleiner Godzilla. Dann hat er mir hier diesen tollen geschickt. Das ist einer von Imperial, müsste der sein. Genau, von Imperial 1985. Das heißt sogar noch ein Jahr älter, der gute hier. Und der sieht wunderschön aus. Er hat keine Beschädigung, kein Farbabrieb. Ja, hinten die, oh Gott, die Stacheln, sage ich jetzt einfach mal, also der Rücken, wunderschön, nichts abgebrochen, nichts irgendwie angeknabbert oder was auch immer, feste Gelenke, ja, auch hier der Schwanz beweglich, der Kopf ist bei diesen Imperials nicht beweglich, aber Arme und Beine, ja, den hat er mir überlassen, den hat er mir zugeschickt, also die zwei Godzillas. Dann hat er noch ein, zwei Sachen halt gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, und bei einer Sache hatte ich auch noch Interesse dran, und zwar an diesem schönen kleinen Alf hier, ein sitzender Alf mit der Schärpe um, dieser, ja, das ist Stoff halt wirklich, ja, wo drauf steht No Problem, ja, ein schöner Alf von der Firma Bully, auch den habe ich mitgenommen, der wandert jetzt in die Sammlung. Die drei Sachen habe ich mir zuschicken lassen, wir sind uns, ja, sofort einig geworden, was den Preis angeht, also wirklich sehr toll, sehr fairer Verkäufer. Oliver, viele Grüße an dich und vielen Dank nochmal. Das sind die ersten drei Neuheiten, die jetzt in meine Sammlung eingezogen sind. So, dann möchte ich das erste wirklich, die Godzillas waren auch geil, aber das erste Highlight, was mich sehr gefreut hat, vorstellen. Ich habe in einem ganz alten Video schon mal hier diesen Mr. Spock gezeigt. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht so. Es ist eine Figur von Mego von 1974, Leute. Original verpackt, also ein Mock quasi. Fest auf der Karte der Blister, nicht vergilbt. Mr. Spock in einem Top-Zustand. Karte in einem wunderschönen Zustand. Ja, den habe ich schon lange in der Sammlung. Diese Figur hatten wir früher gehabt, den hatte mein Bruder gehabt, mit dem habe ich dann später gespielt, und irgendwann ist er dann halt abhanden gekommen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte den wieder haben. Den habe ich mir auch wieder geholt und den lege ich jetzt mal kurz beiseite, denn eigentlich wollte ich keine weiteren Figuren aus dieser Serie haben, wie gesagt von 1974 von der Firma Mego. Dann habe ich aber auf eBay eine Figur gesehen und da musste ich zuschlagen, Leute. Ich musste wirklich zuschlagen, und zwar habe ich mir hier diesen Klingonen aus der gleichen Serie geholt. Wunderschöner Zustand, auch von 1974. Ja, der Blister ist nicht ganz so einwandfrei wie beim Mr. Spock. So, jetzt habe ich es. Der hat hier so eine kleine, ja, Kante, so einen kleinen Dots abgekriegt, sage ich mal. Ja, das macht mir aber bei dem hier überhaupt nichts. Wie ich die Figur bekommen habe, war ich etwas skeptisch, ob er halt wirklich sealed ist, also ob es wirklich ein Mint on Card ist oder ob der schon mal auf war oder ein Repro ist oder was auch immer, weil auch hier, wenn man sieht,
hoffe, das sieht man, der Kopf stößt hier oben an den Blister und dellt den Blister so aus. Also quasi ist dieser Blister zu klein für diese Figur. Ich habe gedacht, oh, ich wurde verarscht und habe dann mal im Internet ein bisschen recherchiert, habe mir Mocks von dieser Figur angeguckt und die sehen alle so aus. Also jeder Mock von diesem Klingonen ist irgendwie, ja, hat irgendwie diese Delle hier im Blister. Also anscheinend hat Mego früher halt einen Standardblister verwendet. Die Figur war ein bisschen größer und haben sie ihn trotzdem reingequetscht. Ja, also er ist wohl original 1974. Und wie gesagt, ich konnte da nicht vorbeigehen. Ich musste mir den holen, denn das Ganze hat, ich glaube, 75 € Sofortkauf gekostet. Ja, 5 € Versand. Das heißt, ich habe für die gute Figur 80 € bezahlt und das war es mir sowas von wert. Eine Vintage Star Trek Figur aus der ersten Wave von Mego von 1974, Leute. 80 € inklusive Versand. Das ist ein Top-Preis, wie ich finde. Ja, also konnte ich nicht anders. Da wie gesagt nochmal, ich musste zuschlagen und jetzt habe ich die zweite Figur in der Sammlung und jetzt, ja, jetzt kitzelt es mich. Jetzt hätte ich halt auch gerne noch die anderen restlichen Captain Kirk, McCoy, also Pille oder Bones im Englischen, Lieutenant Uhura und natürlich auch Mr. Scott, Scotty, Beam Me Up. Auch hier wieder der Aufruf, solltet ihr so eine Figur in der Sammlung haben, als Mock oder auch vielleicht auch einzeln in einem wunderschönen Zustand, wäre auch okay. Dann schreibt mich gerne an, ja, und oder kommentiert hier das Video unten drunter. Da wären wir uns auch mit Sicherheit einig. Ansonsten versuche ich die irgendwie voll zu bekommen. Es eilt nicht, ich habe da jetzt keinen Zeitdruck. Ja, also ich muss jetzt nicht gucken, dass ich die im nächsten Monat halt die ganzen Figuren beisammen schaffe, aber so peu à peu hoffe ich, dass der ein oder andere noch in meine Sammlung wandert. So, dann gibt es nochmal Figuren, die ich auf Kleinanzeigen gefunden habe. Für die Figuren habe ich 1 € bezahlt. Ja, pro Figur 1 €, also 2 €, denn es sind 2 Figuren. Und 2,20 € glaube ich, Warensendung. Das heißt, ich habe 4,20 € bezahlt für diese kleinen Snicks oder Astro Snicks nennen die sich, glaube ich. Auch von Bully. Da habe ich noch gar keinen von gehabt. Und ich fand die von einem Zustand her total super. Ja, die findet man mit Sicherheit vielleicht auch mal auf dem Flohmarkt für 50 Cent oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich habe von denen noch nie einen auf dem Flohmarkt gefunden, der in diesem tollen Zustand ist. Deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen. Und wie gesagt, für insgesamt 4,20 € diese 2. Das war es mir wert. Da kann ich nicht meckern. Da bin ich mit mir fein. Deswegen auch die jetzt in meiner Sammlung. Dann ein weiterer Kleinanzeigenfund, wo ich den Verkäufer angeschrieben habe, dass ich Interesse daran habe. Und wir sind uns auch relativ schnell einig geworden. Ich glaube, ich habe 8 € bezahlt oder 7 € bezahlt, meine ich, inklusive Versand und habe Bücher bekommen. Ich habe einmal von Pelikan die Funkfüchse, ja, Kemals letzte Chance, Band 6 bekommen. Ich habe Band 10 bekommen, die Falle schnappt zu. Ich habe Band 11 bekommen, Kampf mit dem roten Blitz. Und Band 13, Automatenknacker am Werk. Ja, die Funkfüchse Jugendserie, gab es auch Hörspiele von, ähnlich wie TKKG, auch eine deutsche Serie, Rüdiger Greif, hier der Autor. Und ich habe bisher nur ein Buch von den Funkfüchsen gehabt, sie sind mir aber letztens mal wieder in die Hände gefallen, da dachte ich mir, ich gucke doch mal, was Kleinanzeigen so hat, und da gab es einige und hier, bei diesem Verkäufer konnte ich nichts sagen, wunderschöner Zustand. Somit habe ich jetzt 5 Funkfüchse Bücher in der Sammlung und hoffe, dass ich die Sammlung voll kriege. Dann habe ich nochmal beim Christian bei Seatoys zugeschlagen. Christian, auch hier Grüße an dich gehen raus. Ja, und ich habe ein etwas Ungewöhnliches bei ihm bekommen. Normalerweise hauptsächlich sind es ja Figuren, die er anbietet, Vintage als auch neue. Und das hat mein Aufsehen erregt. Ich habe ein Superman-Quartett von ihm bekommen. Das Superman-Quartett ist von 1979, Leute, von 1979. Die Hülle ist beschädigt, ist abgebrochen hier. Aber die Karten sind in einem wunderschönen Zustand und die konnte ich nicht liegen lassen. Ich blende ja immer hier Bilder ein, da seht ihr, auch die Rückseite ist wunderschön, ja, von den Karten. Und Christopher Reeve ist sowieso für mich der einzige Superman, der einzig wahre Superman, sage ich mal. Auch egal, wie gut Henry Cavill ihn verkörpert hat in den neuen DC-Filmen. Aber mit dem bin ich aufgewachsen hier. Das ist Nostalgie pur für mich und deswegen war dieses Quartett ein No-Brainer und
ja, was soll ich sagen, auch jetzt in meiner Sammlung. Kommen wir jetzt noch zu einem Highlight, wieder ein Highlight unter den vielen Highlights hier in meiner Sammlung. Und zwar habe ich in einer Facebook-Gruppe, das war die Motobros-Gruppe, Grüße an euch gehen raus, gab es eine Anzeige von jemandem, der seine Bravestar-Sammlung aufgelöst hat. Ich meine aufgelöst oder nur verkleinert, bin mir nicht 100% sicher. Er hatte richtig, richtig gute Preise angeschrieben und es war schon, ja, ich habe es wahrscheinlich zu spät gesehen, es waren schon viele, viele Sachen weg. Eine Sache habe ich mir gegönnt, der hat er mir geschrieben dann, die ist noch da und deswegen habe ich jetzt in der Sammlung einen Laser Power, Laser, ich war jetzt gerade bei He-Man wieder, einen Laser Fire Marshall Bravestar. Wunderschön, von 1986 müsste der gute hier sein, genau 1986. In einem wunderschönen Zustand, vielleicht spiegelt das hier, aber ihr könnt es mir glauben, er ist wunderschön. Er hat hier unten einen kleinen Drücker bekommen halt, ja, einen kleinen Knick hat er hier unten in der Ecke und der Flap steht sehr stabil, hat aber auch eine Stresslinie hier hinten einmal durch, aber trotzdem fand ich den Preis absolut okay und hätte mir auch noch ein paar andere Sachen bei ihm geholt, die waren aber alle leider schon weg. Deswegen wandert in Anführungsstrichen nur dieser Laserfire Bravestar in meine Sammlung, aber der gesellt sich zum Laserfire Tex Hex. Somit wieder eine Figur Mock mehr, die mir noch gefehlt hat und somit wird die Bravestar-Sammlung immer voller und die fehlenden Figuren immer weniger. Finde ich total toll. Ich habe für diese Figur hier 270 € inklusive Versand bezahlt. Das finde ich absolut okay für den Zustand. Ja, man kriegt ihn mit Sicherheit auch günstiger, man kriegt ihn mit Sicherheit auch viel teurer. Ja, aber wie gesagt, 270 € inklusive Versand für einen wunderschönen Zustand. Der Blister hier ist in einwandfreiem Zustand, es ist nichts lose, der Kleber löst sich nicht, es sind sonst keine Knicke drin etc. Die Ränder sehen super aus und Bravestar ist sowieso eine meiner Favorite Toylines aus den 80ern und dann, ich konnte nicht vorbeigehen, Leute. Marshall Bravestar, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, findet ihr den Preis gerechtfertigt, findet ihr ihn viel zu teuer? Interessiert mich wie immer, lasst es mich wissen. So Leute, dann habe ich greife mal gerade hier nach vorne, auch auf Facebook war es, glaube ich, hat jemand diese Sachen hier gepostet. Ich blende es euch jetzt mal ein, ich zeige es euch jetzt in die Kamera, und zwar eine Pistole von Wicke. Wicke, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber in den 80ern haben die alles Mögliche an Karnevals, an Fasching und so weiter, Pistolen, Gewehre und so weiter, Munition rausgebracht. Und das hier hat mein Aufsehen erregt, weil, schaut euch mal das Auto hier genauer an. Ja, das sieht nach dem Thunderhawk von Mask aus. Ja, also auch keine Lizenz, es steht nichts, ist kein Verweis zu Mask, hat auch mit Mask nichts zu tun, aber das war Werbung damals, ja. Und er wollte 10 € pro, er hat einige von diesen Autos, sage ich jetzt schon, von diesen Pistolen hier gehabt und er wollte 10 € haben pro und ich habe mir dann halt 2 Stück geholt. Es hieß, die sind alle verpackt, das war es allerdings nicht. Hier ist der verpackte, den ich bekommen habe. Hier, der war offen. Ja, habe ich den Verkäufer auch angeschrieben. Wollte nur Bescheid sagen, wie gesagt, halt, ja, dass das nicht original verpackt ist, aber war mir auch jetzt nicht ganz so wichtig, muss ich sagen, weil einen habe ich verpackt und dann kann ich euch auch die Pistole mal zeigen. Ja, das ist eine ganz normale Spielzeugpistole, wo ich hier unten das Magazin so einfädeln kann. Und dann kommen die irgendwo hier oben, glaube ich, hier oben kommt das Magazin dann wieder raus und sie würde auch gehen, hätte ich Munition da, dann würde ich es auch ausprobieren. Steht noch gute West Germany drauf, Made in West Germany. Und was soll ich sagen, für 10 € dachte ich mir, das ist okay, das ist toll. Diese Spielzeugpistolen finde ich sowieso toll, habe ich keine einzige mehr in der Sammlung von früher oder mir nachgekauft. Und wenn da noch ein Querverweis auf Mask drauf ist, umso schöner. 2 Stück jetzt in meiner Sammlung. Dann weiter geht's. Es gab einen eBay-Fund bei mir. Also ich habe tatsächlich mal wieder was auf eBay gekauft für, ich glaube, 7 € inklusive Versand. Und zwar ist das wieder ein Merchandise-Teil von Nutella von 1993. Also es gibt nicht nur reine 80er Sachen hier. Frühe 90er Jahre, 1993 von Nutella. Das war so eine
ja, Werbung, was die Händler bekommen haben für die Deckelpromotion von Asterix. Da gab es Bügelbilder dann damals in den Deckeln von den Nutella-Gläsern drin. Da habe ich auch noch einige in der Sammlung. Aber hier dieses Werbeteil, hier steht nochmal Aktionsstart 29.03.93. Kann man aufklappen und dann sieht man, ich habe hier einmal alle 2, 4, 6 Bügelbilder einmal drin. Deswegen fand ich das so toll, dieses Teil hier. Ja, hier nochmal so eine kleine Promotion. Sieht man halt den Umsatzwachstum, wenn die Promotion startet, was Nutella sich da versprochen hat. Ja, wenn man da Werbung macht, geht der Umsatz nach oben. Also hat man sich dann halt auf der Rückseite so eine Palette mit den Nutella-Gläsern, mit den Bügelbildern dann hingestellt im Geschäft und hat halt gewartet, dass der Umsatz hochgeht. Wahrscheinlich da, wo ich gewohnt habe, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe, ging der Umsatz nach oben, weil ich habe, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Bügelbildern in meiner Sammlung. Das heißt, wir haben ganz schön Nutella gelöffelt damals. Von daher eine tolle Erinnerung. Und jetzt habe ich auch diese Deckel-Promotion in meiner Sammlung. Dann habe ich bei, ja, wieder Facebook. Es war eine Facebook-Gruppe, das war irgendeine Spielzeuggruppe 80er, 90er, ich weiß es gar nicht genau. Hat jemand Sachen angeboten. Und ich weiß gar nicht mehr den genauen Preis. Ich glaube, ich habe 10, 12 Euro mit Versand bezahlt, meine ich. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Den Anfang macht Die Schlümpfe Super 8 Film. Ich habe zuletzt auch Super 8 Filme von Goldorak mir geholt. Ich finde Super 8 einfach genial. Das ist einfach ein Zeitzeugnis. Filme auf Tonband oder auf Band generell. 17 Meter. Die Schlümpfe und die Zauberflöte, das war ja ein Film. Hier ist das dann immer so ein Ausschnitt mit drin und das ist Tanz der Schlümpfe. Ja, ich mache es gerade mal kurz auf. Ja, hier ist der kleine Rollenfilm drin, den ich dann in meinen Super 8 Projektor einlegen kann und kann mir dann halt die Schlümpfe angucken. Es ist sogar ein Farbfilm, also kein Schwarz-Weiß-Film, fand ich sehr, sehr toll. Dann habe ich beim gleichen Verkäufer ein Ghostbusters Legespiel von 1986 müsste das sein, genau von 1986 mitgenommen. Das Spiel ist komplett. Legespiel, wo ich die Geister und so weiter, Oberkörper, Unterkörper zusammenlegen muss. Geister und Ghostbusters. Finde ich sehr, sehr schön. Von Schmidt Spiele hatte ich auch noch relativ selten gesehen in so einem schönen Zustand. Ja, also wirklich sehr, sehr schön mitgenommen. Und dann noch ein Buch mal wieder, was ich auch noch nicht hatte. Ein Buch von Alf. Alf geht immer und es gab in den 80ern, Anfang der 90er wirklich so viele Bücher von Alf. Querbeet, auch von verschiedenen Verlagen. Sogar die gleichen Bücher von verschiedenen Verlagen, die dann ein anderes Cover hatten, ein anderes Covermotiv. Und hier ist es Alfs Ratgeber, wie benehme ich mich daneben? Das neue 1x1 des guten Tons. Finde ich wirklich klasse. Das Buch kannte ich noch gar nicht. Ich sehe immer wieder neue Alf-Bücher, die ich nicht kenne, nicht gesehen habe. Das ist die Erstauflage von 1990. Ja, und hier sind immer ja, Beschreibungen, wie man was halt wohl macht und immer Zeichnungen von Alf mit dabei. Finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, für die 3 Sachen habe ich irgendwie, ich meine, lass es 15 Euro gewesen sein. Auf jeden Fall war es mir das wert. Das Alf-Buch kannte ich noch nicht. Super 8 Filme gehen immer bei mir und das Ghostbusters Legespiel, wie in diesem tollen Zustand, war dann auch ein No-Brainer. Ja, und weil wir gerade bei Alf waren, habe ich auf Kleinanzeigen wiederum, jetzt schwenken wir wieder von eBay auf Kleinanzeigen um, hatte ich ein paar Comics gesehen und die habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen und für den Preis mitgenommen. Ich habe hier ein Alf-Comic Nummer 8. Ja, teilweise sind die sogar noch mit Poster. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt gerade das Poster drin ist. Teilweise sind die Poster draußen. Ich glaube, hier ist kein Poster mehr drin. Also Comic Nummer 8, Comic Nummer 9, Comic Nummer 10. Ja, ihr seht, worauf das hinausläuft, oder? Comic Nummer 11. Und schaut mal hier hinten auf der Rückseite, Abenteuer in der Elfenwelt. Sagt mir auch gar nichts. Also finde ich richtig cool. Ja, und Nummer 11 und Comic Nummer 12. Diese Comics habe ich ja mitgenommen. Auch hier hinten wieder Werbung, Licht und Schatten. Finde ich total cool. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5 Comics. Und ich habe, glaube ich, mit Versand 7 Euro bezahlt. Auch da, sage ich mal, kann man nichts sagen. Wie gesagt, bei diesen 5 Comics sind bei 3, meine ich, die Poster mit drin. Also alles in allem finde ich für mich ein Schnapper. Ich will ja die Alf-Sammlung, soweit es geht, komplett kriegen. Ja, das fängt mit den Hörspielkassetten an, die ich damals hatte. Geht mit Merchandise, Merchandise weiter, mit diesen ganzen Bully-Figuren hier.
mit diesen ganzen Figürchen. Bis hin, wie gesagt, zu den Büchern. Es gab Schallplatten von Alf. Es gab Shampoo, was ich ja auch von Steinedorf schon mal bekommen habe und so weiter, was ein Original versiegelt ist. Also Alf auch immer ein gern gesehener Gast bei mir. Die Klammer-Alfs natürlich, die großen Stoff-Alfs, diese Plüsch-Alfs, wie vielleicht, wenn ihr hier hinten seht, wenn ich den Eimer hier mal runternehme. Ja, seht ihr, glaube ich, hier hinten auch den Alf im Hintergrund. Alles, was es an Alf gab, ja, Bettwäsche und so weiter, Bügelbilder, ja, all das sammle ich. Alf finde ich richtig klasse und freue mich immer über jeden einzelnen kleinen Neuzugang in der Sammlung. Ja Leute, das war ein Ausflug in die 80er Jahre, in meine Funde der 80er, Anfang 90er Jahre. Jetzt seid ihr wieder dran, schreibt es in die Kommentare, was ihr von den Funden haltet. Habt ihr hier einen Favorit? War es vielleicht die Star Trek Figur? War es die Bravestar, der Bravestar Mock? Ja, war es vielleicht auch hier einfach ein Funkfüchse-Buch? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Rauner.